dir mal kurz den schnellsten und kürzesten Trick der Welt zeigen, also zum Thema Access. Das ist mir gerade eben aufgefallen, als ich bei der Datenbank rumgeschraubt habe. Und zwar wollte ich dir mal kurz die Sache mit dem Suchfeld in der Navigation. Wusstest du das? Also, dass da ein Suchfeld ist? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ich gehe mal kurz rüber. So, also das ist meine Datenbank, mein größeres Geschoss, dieses ERP-System da mit Produktionsverwaltung und so weiter. Und da habe ich links mal die Navigation aufgemacht. Und da sieht man, da habe ich so ungefähr 137, naja, ein paar mehr Objekte. Also Formulare laufen da gerade durch, Berichte. Und weiter unten habe ich eine Handvoll Makros. Da habe ich übrigens mit 5-stelligen Zahlen kodiert, dass man sie nicht knacken kann. Da kommen wieder ein paar. Also das ist eine ganz lange Liste mit irgendwelchen Informationen. So, jetzt kann ich natürlich, wenn ich irgendwas suche, auf Sicht prüfen. Und da bin ich hier ewig am Rumrollen. Oder ich gehe da oben hin, das Feld habe ich gemeint, und trage einfach ein, was ich suche. Also wenn ich jetzt hergehe und sage, ich suche irgendwas mit Artikel, und dann schlägt ja hier alles mit Artikel vor. Also Tabellen, Abfragen, Formulare, alles was so los ist. Oder ich würde was suchen mit Produkt. Und nochmal. Ja, richtig schreiben muss man es, glaube ich, schon. Ne? Ja, ich nehme mal was anderes. Nehmen wir Maschine. Sobald ich oben Maschine eingebe, wird alles schon vorgefiltert. Ich sehe jetzt nur noch Objekte zum Thema Maschine. Oder Kunden. Thema Kunden, es gibt eine Tabelle, eine Abfrage, ein Formular und so weiter. Also ich kann sehr schnell die ganze Datenmasse, ich mache das nochmal weg da, die ganze Datenmasse hier durchsuchen, indem ich einfach den Begriff ungefähr da oben eingebe. Ist doch genial. Also wenn du eine große Datenbank hast, würde ich unbedingt empfehlen, das Suchfeld da oben zu verwenden. Man ist extrem schnell, wenn man irgendwie da was braucht, also wenn man hier ein Objekt sucht. Das war's schon, kürzester Tipp der Welt. Viel Spaß beim Ausprobieren, wir sehen uns im nächsten Video.